Das Dependency Inversion Principle ist das letzte der Solid Principles, die wir hier in der Videoserie behandeln. Es ist vielleicht das abstrakteste der 5, aber mit ein paar anschaulichen Beispielen kann man auch das ganz gut verstehen. Und das kommt jetzt. Ihre Bauzeichner 2.0 Software ist gegen alle Erwartungen ein großer Erfolg im Auenland geworden. Und daher müssen Sie jetzt ein bisschen darauf schauen, dass Sie die Software erweitern und an die Erfordernisse der Kunden anpassen. Dabei fallen Ihnen zwei unerwünschte Dependencies auf. Wir haben Elemente wie Eingangstür und Fenster und dann haben wir andererseits auch ein Canvas, eine Zeichenfläche, die das Haus darstellt, und auf diesem Canvas platzieren wir dann die Elemente. Einerseits wollen wir, dass diese Elemente Operationen auf dem Canvas ausführen können, also sich zum Beispiel verschieben lassen auf dem Canvas oder sich dort platzieren. Das heißt also, diese Elemente müssen das Canvas kennen. Auf der anderen Seite muss aber auch das Canvas die Elemente kennen, denn wenn ich ein Fenster um 1 Meter nach rechts verschiebe, dann muss ich ja prüfen, ob da vielleicht schon ein anderes Fenster ist, und in dem Fall muss ich diese Verschiebeoperation verhindern. Das wiederum heißt, das Canvas muss wissen, welche Elemente schon auf ihm platziert sind. Auf diese Weise kriege ich eine zirkuläre Abhängigkeit. Die Elemente kennen das Canvas kennt die Elemente. Immer sehr unschön in der Informatik. Es gibt noch eine zweite Abhängigkeit, eine zweite Dependency, die Ihnen nicht gefällt. Da Ihre Software ja mittlerweile eine Menge Erfolg hat, haben Sie einen Element-Katalog eingeführt und haben Lieferanten von Bauelemente eingeladen, ihnen Spezifikationen zukommen zu lassen. Es gibt jetzt die Beutlins Round Doors, die ihre Türtypen an Sie übermittelt haben und die in ihrem Bauzeichner 2.0 Programm einsetzbar sind. Dann gibt es die Gandalf Inc., die das gleiche gemacht hat. Und auch die Unbreakable Orc Doors Limited hat die Spezifikation ihrer Türen übermittelt. Das bringt jetzt zwar für die Kunden ihrer Software eine Menge von Flexibilität, aber sie haben die ganzen Abhängigkeiten bei sich im Source Code drin. Und immer wenn Gandalf Inc. neue Türen konzipiert, dann müssen sie ihre Software neu kompilieren, oder wenn sie einen neuen Lieferanten von irgendwelchen Bauelementen aufnehmen. Das ist etwas, was sie auf Dauer so eigentlich auch nicht haben wollen. An der Stelle hilft uns das Dependency Inversion Principle. Das besagt nämlich, Source Code Dependencies refer only to abstractions, not to concretions. Was heißt das? Wir werden es an den beiden Beispielen mal durchspielen und ich werde diesen Farbcode, den ich hier angedeutet habe, versuchen durchgängig einzuhalten. Das heißt, Abstractions sind jetzt in Orange eingefärbt und Concretions in Rot. Wie kann ich das also beheben? Was ich ja nicht möchte, ist, dass mein Source Code direkt die Concretion beinhaltet. Das Dependency Inversion Principle rät genau von diesem Fall ab. Mein Source Code referenziert ist dependent von einer Concretion. Concretion wäre, um mal das zweite Beispiel zu nehmen, eine konkrete Klasse von Gandalf Inc., eine konkrete Türenklasse von denen. Die Abhängigkeit möchte ich vermeiden, weil diese Türenklasse sich schnell ändern kann. Ich hätte lieber eine stabilere Klasse als Referenz in meinem Source Code. Wie kann ich das erreichen? Nach dem Dependency Inversion Principle sollte ich eine Abstraction einführen und dann die Concretion von dieser Abstraction ableiten. Und dann sollte ich meinen Source Code nur noch auf diese Abstraction verweisen lassen und diese Referenz zur Concretion nicht mehr drin haben. Das ist der Kern des Dependency Inversion Principles. Was heißt das konkret? Gehen wir beide Fälle nochmal durch. Wir haben den ersten Fall, wo wir Windows, Front Doors und andere Elemente auf dem Canvas platzieren wollen, und diese Elemente kennen den Canvas. Wie könnte ich jetzt vermeiden, dass eine zirkuläre Abhängigkeit entsteht? Ich kann eine Abstraction einführen. In diesem Fall ist es das Interface Movable, was wir in einem der früheren Videos ja schon mal eingeführt haben. Und an der Stelle bezieht sich das Canvas einfach nur auf Movables. Damit referenziert das Canvas nur die Abstraction und damit haben wir diese zirkuläre Abhängigkeit aufgelöst. Wenn ich also neue Elemente einführe, dann muss ich das Canvas nicht neu kompilieren, weil das Canvas ja immer nur das Interface referenziert und das wird davon nicht berührt, das bleibt gleich. In diesem Fall ist die Abstraction also ein Interface. Es gibt aber auch andere Formen von Abstractions. Nehmen wir den zweiten Fall.
dass wir nicht möchten, dass die konkreten Türen unserer Lieferanten in dem Elementkatalog direkt auftauchen. Da kann ich hingehen und einfach abstrakte Klassen einführen. Die abstrakte Klasse FrontDoor und dann führen wir für die runden und quadratischen Türen von Beutlins die Locked Aspect Ratio FrontDoor ein. Denn wir haben ja in dem Video über das Liskov Substitution Principle gesehen, dass solche Türen anders skalieren als normale Eingangstüren und deswegen nicht voneinander ableitbar sind. Und wenn wir das so machen, dann referenziert unser Elementkatalog immer nur diese abstrakten Türen, während die Lieferanten diese abstrakten Türen erweitern. Und damit haben wir wieder ein Element von Stabilität in unserem Elementkatalog. Der Elementkatalog referenziert nur die Abstraction, während die Concretion durch sogenannte Plugins gegeben sein kann. Das heißt also, ich veröffentliche ein API und dieses API können dann Gandalf Inc. und Unbreakable Orc Doors Limited nutzen, um ihre Türen bei mir ins System zu bringen. Ich wiederum, wenn ich dann den Element-Katalog programmiere, sehe gar nichts von den Plugins. Ich kann die komplett ignorieren. Das ist eine sehr elegante Architektur. Ich habe also nur mit meinen Abstractions zu tun und die konkreten Ausprägungen interessieren mich an der Stelle gar nicht. Bob Martin formuliert es in seinem Buch Clean Architecture mit einem Satz, der gut zu dem Film Beetlejuice passen würde. Beetlejuice funktioniert ja so, diesen Geist kann man rufen, indem man dreimal seinen Namen sagt. Und dann hat man einen Geist im Haus, den man da nicht so gerne hätte und vielleicht wieder loswerden möchte. Der Satz von Bob Martin heißt: Never mention the name of anything concrete and volatile. Also, wenn man den dreimal nennt, den Namen von irgendwelchen konkreten und flüchtigen Dingen, dann kommt Unheil ins Haus. Jetzt haben wir ja eigentlich eine elegante Lösung gefunden, aber es gibt noch so einen kleinen Haken an der Sache. Die Lösung ist nämlich nicht vollständig. Wir haben den zweiten Fall, wir haben den Elementkatalog. Der Katalog referenziert nur die abstrakte Frontdoor und von der Frontdoor leitet sich dann zum Beispiel die Heavy-Duty Orc-Safe Door ab. Aber der Haken ist, durch die Hintertür muss der Elementkatalog die Heavy-Duty Orc-Safe Door doch kennen, weil er muss ja den Konstruktor aufrufen. Er muss sie ja irgendwann mal erzeugen. Im Code würde es vielleicht so aussehen, wenn ich den Elementkatalog habe und ich hätte da eine Methode PlaceFrontDoor, also setze die Frontdoor aufs Canvas, dann muss ich an irgendeiner Stelle mal den Konstruktor von Heavy-Duty Orc-Safe Door aufrufen. Das heißt, die Abhängigkeit habe ich dann doch im Code drin, wenn sie auch nur über den Konstruktor läuft. Aber auch das kann ich vermeiden. Dafür gibt es das Dependency Injection Pattern, was sehr eng natürlich mit dem Dependency Inversion Principle verwandt ist. Und im Prinzip funktioniert Dependency Injection dadurch, dass ich zusätzlich zu diesem Pattern noch eine Assembler-Klasse habe. Assembler kann man auf Deutsch übersetzen mit sowas wie Monteur. Der Assembler kennt die Frontdoor, also die Abstraktion. Der Assembler kennt auch die Konkretisierung, also die Heavy-Duty Orc-Safe Door. Und der Assembler kennt den Element-Katalog. Und der Assembler sorgt dann genau dafür, dass eine passende Instanz der Abstraktion erzeugt wird, also unsere Heavy-Duty-Tür, und dass diese Instanz dann dem Element-Katalog übergeben wird durch Aufruf eines Setters oder durch irgendeinen anderen Mechanismus. Damit haben wir genau diese Dependency umgedreht und der Element-Katalog muss jetzt wieder nur die Abstraktion kennen. Wir haben keinerlei Abhängigkeit mehr zur Heavy-Duty Orc-Safe Door. Wie das im Source-Code aussehen könnte, das sehen wir uns jetzt mal an. Mit der sogenannten Field Injection kriegt man schon mal eine bessere Version dieser PlaceFrontDoor-Methode, eine Version, die ohne Aufruf des Konstruktors auskommt. Und wer sich hier so ein bisschen an Spring erinnert fühlt, weil da die Auto-Wired-Annotation steht, der fühlt das Richtige. Spring ist ein Dependency Inversion Framework, was insbesondere Dependency Injection kann. Ich komme da später im Video nochmal drauf zu sprechen. Wir haben hier eine Member-Variable FrontDoor und diese Member-Variable ist Auto-Wired, das heißt, die wird von dem Assembler hier rein injected. Spring macht genau das. Wenn Sie dieses Codestück mit Spring implementieren würden und Sie hätten die FrontDoor als eine Bean, dann würde Spring dafür sorgen, dass diese Bean instanziert wird und hier rein injiziert.
Und damit kann ich diese Methode placeFrontDoor Better Version aufrufen und kann das Element dem Main Canvas hinzufügen, ohne dass ich es instanzieren muss in einer Konkretisierung, und habe hier nur die Abstraktion verwendet. Neben der Field Injection gibt es auch die Constructor Injection. Wir haben immer noch die Member-Variable FrontDoor, aber diesmal steht die Auto-Wired-Annotation über dem Konstruktor-Element-Katalog, wo wir einen Parameter FrontDoor haben. Und wenn wir das mit Spring implementieren, dann sorgt Spring dafür, dass der Parameter FrontDoor instanziert und passend übergeben wird. Und damit sieht dieses placeFrontDoor Even Better Version eigentlich genauso aus wie vorher. Wir haben sichergestellt, dass die Member-Variable belegt ist. Warum ist das Ganze nochmal ein bisschen besser? Mit dieser Version könnten wir auch ganz ohne den Assembler arbeiten, also in unserem Fall hier ganz ohne Spring. Wir würden einfach von außen, wenn wir zum Beispiel eine Testklasse schreiben, würden wir einfach von außen diese FrontDoor instanzieren und dann dem Konstruktor übergeben. Das ist mit der Field Injection nicht ganz so einfach zu machen. Allerdings würden wir hier in dem Fall unseres zweiten Beispiels wahrscheinlich eher noch eine dritte Variante wählen, nämlich den Plugin Manager als Assembler. Denn wir wollen ja diese Möglichkeiten, die uns diese Zuliefererfirma zur Verfügung stellen, in irgendeiner Form in unserem Tool darstellen. Man könnte es also so machen, dass der Plugin Manager zunächst mal Konfigurationsdateien oder in irgendeine andere Art von Spezifikation einliest, in einem Format, was wir definieren und was dann die Firmen wiederum mit Inhalt füllen und bereitstellen. Dann hätte der Plugin Manager alle möglichen verfügbaren Türen parat. Der Plugin Manager kann dann wiederum die Liste der verfügbaren Türen als abstrakte FrontDoor an den Element-Katalog übergeben. Damit hat der Element-Katalog, sagen wir mal, 30 Türtypen gespeichert. Und egal, was man im UI für eine Tür tatsächlich auswählt, das UI und der Element-Katalog und das Canvas arbeiten immer nur mit dieser Abstraktion FrontDoor. Zum Ende des Videos nochmal eine kleine Rückerinnerung an Softwaretechnik 1 und die Regel, mit der ich Sie bei der Transformation vom fachlichen zum logischen Datenmodell ziemlich gepestet habe, nämlich die Regel vom Speziellen zum Allgemeinen. Also nehmen wir mal an, Sie haben so eine allgemeine Klasse, die in relativ vielen Kontexten vorkommt, sowas wie Kunde, und Sie haben drumherum eine Anzahl von ziemlich speziellen Sonderaspekten. Dann habe ich Ihnen gesagt, modellieren Sie das immer, wenn Sie in eine gerichtete Beziehung übergehen, in der Form speziell zeigt auf allgemein. Die Dependency geht also von der Concretion zur Abstraction. Damit habe ich im Prinzip auch schon den Anknüpfungspunkt an das Dependency Inversion Principle genannt. Machen wir das mal konkret. Nehmen wir ein Recommender System, was Sie in so einem Webshop implementieren wollen. Also ein Recommender System sorgt dafür, dass wenn Sie gerade ein bestimmtes Teil gekauft haben, dann bekommen Sie eine Anzahl von Dingen angezeigt, die gegeben Ihre Präferenzen und gegeben das, was andere Kunden kaufen, Sie vielleicht auch interessieren könnten. Das ist das Recommender System. Ich habe eine Abstraction Customer, also das ist nicht eigentlich eine Abstraction, aber es ist eine sehr allgemeine Klasse, die ich in ganz vielen Kontexten brauche. Also vielleicht doch schon sowas wie eine Abstraction. Das Recommender System arbeitet mit dem Customer und es gibt dann die Preferences. Die Preferences ist eine von vielen Sonderaspekten, die ein Customer hat, seine Präferenzen. Es gibt dann noch seine Zahlungsmittel, seine Versandadresse, seine Bewertungen und dergleichen mehr. Also es gibt einen Haufen Sonderaspekte, die ich jetzt hier alle nicht darstelle. Nach der Regel, die ich Ihnen gesagt habe, sollte Preferences auf Customer zeigen. Customer sollte nicht auf Preferences zeigen. Ich brauche aber häufig diesen Rückweg. Ich brauche ja eigentlich, das ist ja genau das, was auch ein bisschen so gegenintuitiv, counterintuitive, unintuitiv ist an dem Prinzip. Eigentlich will ich ja von dem Kunden zu seinen Preferences übergehen. Wie mache ich das denn? Ich will es deswegen nicht machen. Ich will diese gelbe gestrichelte Linie nicht haben, weil ich dann für jede Änderung bei irgendwelchen Sonderaspekten immer dieses allgemeine Objekt Customer anfassen müsste. Das haben wir ja in SD1 sehr ausführlich behandelt.
Und das ist auch genau die Herausforderung, die unserem Dependency Inversion Principle zugrunde liegt. Ich will diese Abhängigkeit nicht haben. Ich will nicht irgendetwas Volatiles, schnell änderndes referenzieren. Also wie mache ich das? Ich sorge dafür, dass ich ein Repository anlege. Das Recommender-System kennt dann das Preferences-Repo. Und die Richtung von dem Customer zu Preferences zu gehen, mache ich dadurch, dass ich über das Repo die Preferences suche, die zu meinem Customer passen. Und das ist wieder genau der Punkt, wo uns Spring hilft mit dem Dependency Injection Pattern. Schauen wir uns das auch mal im Code an. Der Customer könnte so aussehen, das ist eine Entity, der dann zum Beispiel eine Methode Age zur Verfügung stellt, also so ein paar sehr generische Profilattribute, die alle Sonderaspekte interessieren könnten. Dann habe ich die Klasse Preferences, auch eine Entity, die hat dann eine One-to-One-Beziehung zum Customer und die hat eine Methode MightAlsoLike. Der gebe ich ein bestimmtes Shop-Item, nämlich das, was ich als Kunde gerade gekauft habe, und dann berechnet die mir aufgrund meiner Preferences, welche Shop-Items mich vielleicht noch interessieren könnten. Dann nehme ich dann zum Beispiel das Alter, was ich habe, zur Hilfe und noch ein paar andere Daten, die ich jetzt hier nicht dargestellt habe. Dafür muss ich den Kunden haben, denn diese Daten kriege ich nur von dem Kunden. Also ich brauche diese Richtung Preferences to Customer. Jetzt habe ich das Recommender-System selber. Das Recommender-System hat eine Methode Recommendations, was den Kunden kriegt, und das Current Item, was der Kunde gerade kauft, und was dann eben diese Liste von Shop-Items zurückgibt, die im UI unten in dieser Liste andere Kunden kauften auch, ... dargestellt wird. Dafür brauche ich wiederum das Preferences-Objekt. Also hier brauche ich die Gegenrichtung. Ich muss vom Kunden zur Preferences kommen. Und das mache ich, indem ich das Preferences-Repo aufrufe und dort die Find-by-Customer-Methode benutze. Und dieses Preferences-Repo, das wiederum hole ich mir per AutoWire, per Dependency Injection. Also das hat Spring für mich in meinen Service rein injiziert, damit ich auch hier keine Abhängigkeiten aufbaue. Damit haben Sie jetzt verschiedene Dinge in der Anwendung gesehen, die Sie selber schon benutzt haben, wenn Sie zum Beispiel mit Spring Data JPA gearbeitet haben. Und vielleicht ist jetzt ein bisschen deutlicher geworden, dass diese Dinge alle auf die Umsetzung des Dependency Inversion Principles einzahlen. Spring kann man also guten Gewissens als ein Dependency Inversion Framework betiteln, was genau die Anwendung dieses Prinzips an vielen Stellen leichter macht. Damit haben wir anhand von 2 Beispielen die Anwendung des Dependency Inversion Principles gesehen. Man kann das so zusammenfassen: Dependency Inversion heißt, ich versuche in meinem Source Code immer die Abstraction zu benutzen, nicht die Concretion. Die Concretion ist immer die volatile, die sich häufig ändernde Klasse, die konkrete Klasse. Die Abstraction ist immer etwas, was stabil ist und sich selten ändert. Und damit ich die Abhängigkeiten von den Concretions vermeide, kann ich so ein Pattern wie das Assembler-Pattern einsetzen. Und eine Möglichkeit, sich die Concretions assemblieren, herstellen zu lassen, ist zum Beispiel das Spring Framework zu benutzen.